Digitalpianos im Vergleich. Nach diesem Shootout haben wirklich viele gefragt. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare hier im Channel. CA901 und CA701 von Kawai, die kennen wir beide bereits. Wir haben die auch einzeln getestet. Aber als wir die getestet haben, zu der Zeit hatten wir noch den Kunstkopf noch nicht für den Lautsprechertest. Das holen wir jetzt nach, dass ihr nochmal hören könnt, was bringen eigentlich die Lautsprechersysteme. Und ja, technisch gesehen sind diese beiden Instrumente, könnte man als die Top-Modelle bezeichnen. Die sind nämlich gleich. Also gleiche Tastatur, die Klangerzeugung, alles ist gleich. Und ja, die Unterschiede kann man eigentlich schon sehen. Das sind die Gehäuse, das ist eigentlich offensichtlich schon mal. Das ist das CA901, das ist etwas höher gebaut, sieht fast aus wie ein Upright-Piano. Und das hier ist eigentlich so im klassischen Digital-Piano-Design. Ne? Und ja, also der Unterschied, den sieht man halt nicht so auf den ersten Blick. Das sind die Lautsprechersysteme. Und die Besonderheit bei dem CA901 ist eben dieser Resonanzboden. Ich meine, dir muss ich das nicht erklären. Du spielst das CA99, genau, wie du immer schon sagst. Also fühlst du dich bestimmt auch zu Hause hier. Das ist quasi ein Heimspiel. Heimspiel, perfekt. Ja, weil dann würde ich dich bitten, auch immer die gleichen Beispiele zu spielen, sodass wir einfach mal die Klänge vergleichen können. Also wir spielen die erstmal so an und dann können wir so das Spielgefühl nochmal bewerten. Und dann gehen wir weiter ins Detail mit den Kunstkopfmikrofonen. Okay. Ja, vielen Dank. Fand ich schon mal gut. Jetzt bin ich gespannt, was hier abgeht. Bitte. Ja, ich wette, das hat für euch genau gleich geklungen, weil es sind eben die gleichen Klangerzeugung und wir hören jetzt gerade die Line-Signale. Also das, was man auch auf dem Kopfhörer hören würde. Aber ich schätze, du hast, also wir haben hier schon, wir hören es über die Lautsprecher und ich denke, du hast auch einen Unterschied beim Spielen schon gespürt. Ne? Auf jeden Fall, ja. Machen wir den Klassik-Test noch? Ich würde sagen, den machen wir anschließend mit dem Mikrofon. Wir bauen direkt um. Okay. Einfach um mal auch so den Unterschied zu hören zwischen dem Line-Out und dann den Lautsprechern. Und dann vergleichen wir die beiden Instrumente. Jetzt wird es eigentlich richtig spannend. Okay. Okay, der Moment der Wahrheit. Jetzt machen wir den Lautsprechertest und dafür setzen wir dieses Kunstkopfmikrofon ein. Es macht binaurale Aufnahmen und die funktionieren nur, wenn ihr auch Kopfhörer tragt, um das zu hören. Über den Laptop-Lautsprecher wird es nicht funktionieren. Es klingt vielleicht okay, aber es wird sich nicht vermitteln, dieser plastische Höreindruck. Im Prinzip das, was Yassin auch beim Spielen hört. Zumindest so ungefähr. Yassin perlt. Ich würde sagen, ich spiele jetzt mal das Klassik-Beispiel und dann hören wir das auch noch. Ja. Ja, da ist schon mal, also das kann ich schon mal sagen, es ist echt ein Unterschied, ob man an einem Anfängerpiano sitzt oder eben an sowas. Auf jeden Fall, ja. Das ist hohe Spielqualität. So, jetzt machen wir das Gleiche mit dem C101 und dafür bauen wir schnell unseren Kunstkopf um.
Das ist dann nochmal, ich würde sagen, ein Riesenunterschied. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wie gesagt, ich spiele ja schon seit vielen Jahren den Vorgänger von dem CR901. Ich bin hier begeistert auf jeden Fall vom Spielgefühl. Ich muss aber jetzt auch sagen, dass das 701 auch echt sich gut schlägt. Das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja, ja. Und hier ist einfach so der Klang und das ganze Konzept ist einfach so gut, aufeinander abgestimmt. Und hier ist es jetzt so bei dem kleineren Bruder, dass es ziemlich geballt auf einen zukommt. Also gerade dieser erste, den ich da immer spiele in dem Klangbeispiel, boah, der ist schon sofort ballert da, richtig, ne? ja. Und hier ist es einfach so breiter, es ist einfach weiter. Du kannst noch mehr, du kannst mehr geben und dann kriegst du auch mehr raus. Aber auf der gleichen Lautstärke gespielt ist es hier einfach noch mal ein viel weiterer Horizont. Hey, ich habe den gleich getroffen. Sehr gut. Das ist auch irgendwie räumlicher. Also Ja. das bildet sich hier, einfach so richtig plastisch ab. Ja. Ist total abgefahren. So, also hier habe ich einen total fetten Sound, der aber halt dann sehr schnell direkt auch in the face ist. Und hier habe ich die Weite. Ich habe einfach ein viel, ja, die Möglichkeiten, die ich hier quasi auf dem großen, auf dem 901 habe, sind einfach besser. Und wie gesagt, mir gefällt natürlich, ich habe ja den direkten Vergleich zum direkten Vorgänger CA99 und mir gefällt die Tastatur vom Nachfolger einfach besser, weil sie einen Ticken nuancierter ist, einen Ticken schwerer zu spielen ist und dadurch auch für jemanden wie mich jetzt so, ich kann da so ein bisschen mehr noch machen. Kann man mehr daran arbeiten. Ja, Ne? ja. Ich finde, die ist wirklich, also spielt sich schon sehr, sehr ähnlich. Das ist ja. völlig klar. Also da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht drüber streiten. ja. Also diese Echtholztasten, der Tastaturbelag, so, das ist echt vom Feinsten. Ja, ja. So, da kommt auch kein Mitbewerber mit. Tut mir leid. Nee. Das ist einfach klasse. Und dann wie der Sound überhaupt, wie der sich entwickelt, das ist halt so nuancenreich und so resonant irgendwie. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Und was ich hier finde ist, und das macht diesen Unterschied mit dem Resonanzboden. Das Instrument vibriert. Und das ist etwas, das man wie beim akustischen Flügel oder Klavier auch mitbekommt, wenn man das spielt, dann vibriert das. Ja. Das habe Also- ich speziell beim Ausklang von diesen letzten dreien gemerkt, bei diesen. Dass dann hier richtig am Pedal habe ich richtig gemerkt, wie es da resoniert. Und das ist dann wirklich echt ein tolles Gefühl. Und das war ja damals vor ein paar Jahren der Grund, warum ich das CA99 gekauft habe, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass es elektronisch ist, weil das so authentisch war, dieses ganze Gefühl hier am Bauch, was hier gekommen ist, das war einfach, das hat mich total überzeugt. Das ist was du gerade sagst, dass es eben elektronisch ist. Ne? Also es fühlt sich tatsächlich schon, also ich würde sagen, es ist schon verdammt nah am akustischen Instrument. Das ist eine neue Kategorie. Irgendwo würde man sagen, Hybrid-Digitalpiano, ich weiß es nicht. Das ist vom Tastatureindruck, vom Klangeindruck, also dieses Resonanzbodensystem, das ist schon klasse. Ja. Ist auch einzigartig. Kein anderer Hersteller bietet das an, außer Kawai. Ja, ich überlege ja auch immer mal was anderes zu kaufen, aber es ist in dieser Klasse ist es schwierig. Es ist ja auch immer noch ein Mittelklasse-Piano. Ja. Ne? Das muss man auch noch mal festhalten. Das sind immer noch die Mittelklasse-Digitalpianos. Darüber geht es ja erst los mit den Hybrid-Digitalpianos, die dann viel, viel teurer sind, die 7.000 aufwärts kosten. Ja. Also von daher, wo ja auch Kawai vertreten ist. Ne? Das muss man einfach sagen, das finde ich bemerkenswert gut. Ja, da können wir eigentlich auch schon zum Fazit kommen, ja? Ja, ich glaube, ich habe es eigentlich schon gesagt. Ja. Das ist wirklich, ich finde es bemerkenswert gut. Ich möchte noch einen Punkt zum Fazit hinzufügen. Für wen ist jetzt eigentlich so ein CA901 was mit diesem Resonanzkörper? Wenn man natürlich viel mit Kopfhörern spielt, ist das natürlich nichts, weil da ist natürlich dieser Effekt weg. Das ist wahr. Das darf man natürlich nicht vergessen. Der funktioniert nur über das Lautsprechersystem, was quasi an ist und auch möglichst eine gewisse Lautstärke hat. Also auch wenn man auf minimaler Lautstärke spielt, ist das natürlich auch nichts. Also da muss man sich schon überlegen, das ist
das entscheidende Kriterium, ob ich zu dem kleineren Bruder greife oder zu dem größeren, ob ich das wirklich auch dauerhaft auf einer gewissen Lautstärke mit den Lautsprechern spiele. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Wir haben hier den Lautstärkeregler so auf 2/3 stehen. Und das ist so die normale Lautstärke von einem Piano ungefähr. Und wenn man jetzt leise üben will, das ist ja schön, dass man beim Digitalpiano die Lautstärke runterregeln kann. Aber man wird sich dadurch immer eine merkwürdige Spieltechnik zulegen, weil man immer viel zu laut spielt. Ja. So, man möchte ja dann doch irgendwie mehr hören und gibt viel zu viel Kraft rein. Und deswegen sollte man eher laut spielen und dann leise. Ja. Also pianissimo wirklich spielen. Ja. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, das ist dieser Punkt. Also wenn man sowieso eher über Kopfhörer spielt, dann kann man auch das 701 nehmen. Das ist im Prinzip, ja, wie gesagt, vom Spieleindruck, von der Tastatur und von der Klangerzeugung identisch mit diesem. Ja. Insofern, hoffentlich war das hilfreich für euch, dass ihr jetzt auch mal die Lautsprechersysteme im Vergleich gehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Wir freuen uns sehr darüber und bis zum nächsten Mal.